Im Diagnosemenü kann man diverse Teile der Elektronik auf Fehler überprüfen. Dafür geht man auf die dritte Seite der Softkeys und drückt auf diesen Button. Hier kann man nun auswählen, für welche Bauteile man das Diagnosemenü öffnen will. Diverse zusätzliche Ausrüstungsoptionen, wie zum Beispiel eine Minidrill, Maestro Autoforce oder zusätzliche Dosiermotoren für eine Halbseitenabschaltung, werden nicht über den Master, sondern über Slave-Job-Rechner gesteuert. Hier werden dann auch alle verbauten Slaves angezeigt. Bei unserer Beispielmaschine steuert der Slave nur die Autoforce-Funktion. Hier kann man dann die aktuellen Stromwerte der Autoforce-Sensoren sehen. Zudem sieht man, an welcher Reihe diese verbaut sind und welcher Sektion diese zugeordnet sind. Diese Maschine hat eine Sektion mit Sensoren an den Reihen 2 und 7. Hier unten kann die Funktion getestet werden. Dafür gibt man hier an, mit wie viel Prozent des maximalen Drucks die Säschare einer Sektion belastet werden sollen. Über die Play-Taste wird dann dieser Druck aufgebaut, wenn die Hydraulik am Traktor dementsprechend angeschlossen ist. Jetzt sollten sich auch die entsprechenden Sensorwerte verändern. Bei unserer Testmaschine ist dies allerdings gerade nicht der Fall, weil wir keine Hydraulik angeschlossen haben. Mit dem gebogenen Pfeil gelangen wir zurück in die Diagnoseübersicht. Gehen wir weiter zu der Dickie-John Dünger bzw. Saatflussüberwachung. Hier kann die Versorgungsspannung und die Softwareversion des Moduls geprüft werden, sowie die Versorgungsspannung der verschiedenen Loops. Gehen wir weiter zum Worklight Pro. Hier kann man die Seriennummer und die Betriebsstunden ablesen, sowie die Versorgungs- und die Leistungsspannung.